Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Wie im letzten Video von mir angesprochen, geht es heute um den Bau von diesem Lernstuhl. Den habe ich für Weihnachten für meine Tochter gebaut, damit sie in Zukunft bei uns, wenn wir in der Küche sind oder auch am Wohnzimmertisch sitzen, an allem teilhaben kann. Der Lernstuhl ist aus Kiefer Naturholz gebaut. Dieses habe ich als Leinplatten im Baumarkt gekauft, war nicht allzu teuer. Es wird von mir nicht behandelt, es soll also ganz normal im Laufe der Zeit den Witterungsbedingungen oder den Lichtbedingungen ausgesetzt sein. Ich hoffe, dass meine Tochter daran Spaß haben wird. Als Detail zu dem Möbel: Die vorderen Füße sind in einem 15 Grad Winkel angebracht, sodass eine große Standfestigkeit von dem Stuhl da ist. Er soll ja nicht kippeln. Und hier diese oberen Pfosten habe ich in einem 5 Grad Winkel angebracht. Das Ganze ist mit Domino-Dübeln angebracht. Da ja in den letzten Videos viele angemerkt haben, dass ich ja eine gute Maschinenausstattung habe und viele dieses nicht haben. Alle Verbindungen, die ich hier gemacht habe, kann man entweder mit einer Flachdübelfräse machen oder auch klassisch, so wie ich es hier auch gemacht habe, mit ganz normalen Holzrunddübeln. Also es ist ohne Probleme mit weniger Werkzeug, als ich es benutzt habe, zu bauen. Ja gut, jetzt habe ich genug erzählt. Ich hoffe, ihr habt gleich Spaß beim Video, wie ich diesen Lernstuhl baue. Es ist eine Art Dokumentation, also keine Anleitung. Ich wünsche euch einfach viel Spaß dabei.
Ja, das soll schon mal wieder gewesen sein. Der Lernstuhl ist jetzt fertig und wartet darauf, durch das Christkind an meine Tochter übergeben zu werden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir dabei zuzuschauen, wie ich dieses Möbel gebaut habe. Ich werde so in 1 bis 2 Monaten euch hier auch nochmal ein Fazit geben, ob dieser Stuhl, so wie ich ihn gebaut habe, auch praktikabel ist. Das wird der Alltag zeigen. Vielleicht muss man auch ein bisschen was verändern, aber ich denke mal, so wie er jetzt gebaut ist, sollte das funktionieren. Solltet ihr Interesse haben, diesen Lernstuhl nachzubauen, dann könnt ihr mich über mein Kontaktformular auf meiner Homepage einfach anschreiben. Hinterlasst dort eure E-Mail-Adresse und dann schicke ich euch den Bauplan kostenlos zu. Ja, dann habe ich noch eine Sache zum Schluss. Und zwar möchte ich euch einen Kanal empfehlen. Und zwar einen Kanal aus Österreich. Der Andreas Achtleitner macht da auf seinem YouTube-Kanal super Videos. Er zeigt dort wirklich Tischler-Handwerkskunst, wie man zum Beispiel Zimmertüren baut. Er hat auch eine eigene Homepage, die werde ich auch unten verlinken, und zwar handgemachtes.at. Schaut einfach mal bei ihm vorbei. Bei ihm kann man wirklich was lernen. Es ist wirklich toll, ihm bei seiner Arbeit nachzugucken. Ich werde das unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Ja, was bleibt mir jetzt zum Schluss? Ich wünsche euch allen besinnliche Weihnachtstage. Für die Leute, die ich dieses Jahr
nicht mehr erreichen kann, weil sie im Urlaub sind, wünsche ich natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich werde in der kommenden Woche nochmal ein Video veröffentlichen. Es gibt noch so ein paar Neuigkeiten, die ich dann euch mitteilen werde. Ansonsten bleibt alle gesund. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Euer Andi. Ciao.